Er sagt, wir müssen Raketen liefern, damit Ministerien in Moskau zerstört werden. Das ist doch nicht Das ist für mich, das ist die reine Wahrheit. Jetzt lügen Sie hier nicht. Das Nein. ist die reine Wahrheit. Herr Lafontaine. Das kann man einblenden sofort. Hey Leute, ich kann's kaum fassen, aber Frau Strack-Zimmermann hat sich bei Maischberg völlig daneben benommen. Während Oskar Lafontaine ruhig und sachlich bleibt, unterbricht sie ständig und zieht ihre Hetztiraden ab. Sie kommentiert den Israelkrieg, sie kennt aber nur eine Seite von Opfern, die auf der israelischen Seite. Stattdessen ist sie Hellseherin und meint, sie wüsste ganz genau, dass die Hamas Menschen als Schutzschild benutzt. Sie attackiert sogar Trump und meint, sein Gehirn funktioniert nicht richtig. Da fragt man sich echt, ob sie nicht lieber mit ihren Enkelkindern spielen sollte, als immer wieder solch einen Unsinn von sich zu geben. Aber schaut's euch selber an. Auf geht's! Marie-Agnes Strack-Zimmermann inzwischen im Europäischen Parlament für die FDP und mit Oskar Lafontaine inzwischen beim Bündnis Sarah Wagenknecht. Guten Abend. Schönen guten Abend. Hallo. Frau Strack-Zimmermann, 1990 sind Sie in die FDP eingetreten. Da war gerade Oskar Lafontaine Kanzlerkandidat der SPD. Es hätte Sie trotzdem nicht gelockt in die SPD? Nein, er hätte es nicht wegen Herrn Lafontaine, weil das Drama von Herrn Lafontaine kam ja erst. Ich glaube, Sie sind jetzt in der 5. Partei, wenn ich richtig gerechnet habe in den Jahren. Naja. Nein, deswegen nicht. Ich hatte zur SPD keinen Bezug, aber ich fand es interessant, wie Herr Lafontaine mit Herrn Scharping und Herrn Schröder den ganzen Laden auseinandergelegt hat und genommen hat. Und wenn ich jetzt so sehe, wie die BSW, also Herr Lafontaine und ihre Gattin, versuchen, Deutschland auseinanderzunehmen, ist das schon bemerkenswert, weil das ein roter Faden ist, der über Jahrzehnte zu beobachten ist und in einer Form, der die Gesellschaft auch spaltet und der auch Opfer zu Tätern und Tätern zu Opfern macht. Und das finde ich schon bemerkenswert. Das ist Ihre Bemerkung zu Herrn Lafontaine. Herr Lafontaine, ich weiß nicht, zu der Zeit war ein FDP-Mann Außenminister, Hans-Dietrich Genscher. War das eine Zeit, wo Sie die FDP noch sympathisch fanden? Ja, er war häufig bei mir zu Hause zu Gast und wir hatten ein sehr gutes Verhältnis. Ich habe ihn sehr geschätzt, weil er wirklich ein Friedenspolitiker war. Er hatte vor allen Dingen im Auge, dass Deutschland ein Schlachtfeld, ein nukleares Schlachtfeld werden könnte und hat damals Wert darauf gelegt, dass die Kurzstreckenwaffen verschwinden. Insofern ist das leider alles daneben, was Sie erzählt haben. Aber selbstverständlich, wir sind in einem freien Land. Jeder darf erzählen, was er will. Noch sind wir in einem freien Land. Denn wenn ich Ihre Aussagen höre, dass Sie im Saarland auf einer Veranstaltung sind und meinen Kollegen Roderich Kiesewetter sagen, der Mann gehört ins Gefängnis, nur weil er nicht Ihrer Meinung ist. Und einen Tag später wird der angegriffen auf der Straße, Herr Lafontaine. Erst die Worte, dann die Taten. Das hat Auswirkungen, die ich hoffe, dass Sie das auch reflektieren, was das für Wirkungen hat, wenn Sie sprechen. Und das wäre hilfreich, wenn Sie das mal mitnehmen würden Ja, und das Ihrer Frau ausrichten will ich Ihnen gerne sagen, was der Hintergrund ist. Herr Kiesewetter ist jemand, der sagt, wir müssen den Krieg nach Moskau tragen. Er sagt, wir müssen Raketen liefern, damit Ministerien in Moskau zerstört werden. Das ist doch nicht Das ist für mich, das ist die reine Wahrheit. Jetzt lügen Sie hier nicht. Das ist die reine Wahrheit. Das kann man einblenden sofort. Die Frage ist nicht, was er gesagt hat, sondern was Sie gesagt haben. Ja, gut, ich komme ja gleich dazu. Und wenn jemand sagt, wir müssen den Krieg nach Moskau tragen, wir, die Deutschen, müssen den Krieg nach Moskau tragen und wir müssen Raketen liefern, damit Ministerien in Moskau zerstört werden. Herr Lafontaine. Jetzt unterbrechen Sie mich nicht, ich bin gleich Nein, fertig. ich habe ja nur Ihren Namen gesagt. Das ist für mich verrückt. Das ist heller Wahnsinn. Solche Leute sind völlig verantwortungslos und verstoßen gegen das Friedensgebot des Grundgesetzes. Und müssen Sie deshalb, haben Sie gesagt, er muss ins Gefängnis? Ich habe gesagt, Leute, die eben einen Angriffskrieg vorbereiten oder dazu auffordern, das steht im Grundgesetz ebenfalls, die machen sich strafbar. Und in diesem Kontext habe ich das gesagt. Sie haben dezidiert den Namen Herrn Das ist auch meine Meinung, damit also da überhaupt kein Zweifel. Sie haben dezidiert aufgerufen, dass Herr Kiesewetter, ein freier Abgeordneter, ins Gefängnis soll. Und einen Tag später wurde er auf der Straße von jemand angegriffen. Nur darum geht es. Und ich finde, bei aller Unterschiedlichkeit, die wir haben, sollten wir zumindest uns klar werden, was das für Wirkung hat auf Menschen auf der Straße. Wenn der große Oskar Lafontaine sowas sagt, kann ich Herrn Kiesewetter eins auf die Nuss geben. Wenn das die Folge ist, dann bitte ich Sie wirklich, Kontenance zu wahren, weil das ist indiskutabel. Vielleicht dann doch einmal zu
Also der Standpunkt ist klar geworden. Wir haben den Vorteil, dass wir hier in einem Land sind, in dem im Moment kein Krieg herrscht. Wir sind aber beteiligt sozusagen oder wir sind befreundet mit Menschen, mit Ländern, in denen Krieg herrscht. Und da würde ich gerne Ihre Aufmerksamkeit jetzt drauf lenken, Frau Strack-Zimmermann. Der Nahe Osten ist in einer brandgefährlichen Situation. Die Deutschen unterstützen Israel. Das ist Staatsräson, wie es einmal formuliert worden ist. Gibt es Risse in dieser Staatsräson, wenn Sie zum Beispiel hören, wie die Außenministerin, bevor die Attacke Irans kam, auch gesagt hat, man muss aufpassen, dass Israel nicht auch die Sicherheit Israels selber durch einen Angriff destabilisiert? Also Tatsache ist doch, dass am 7. Oktober Israel angegriffen wurde, mörderisch. Vergewaltigt, Menschen wurden aufgeschlitzt. Man kann es ja gar nicht präzise genug sagen. Daraus folgte, dass Israel im Gazastreifen einmarschierte. Gleichzeitig haben die Hisbollah Raketen auf Israel abgeschossen. Das ist jetzt erstmal Fakt. Das Ganze folgte dann noch die Houthis, die aufgrund der Lage Israel angegriffen haben, indirekt, indem sie auch unsere Handelsschiffe im Roten Meer angegriffen haben. Alles innerhalb eines Jahres. Das heißt, Israel steht ja nicht aktuell ausschließlich unter Beschuss, sondern seit Jahren. Aus Syrien, aus dem Libanon, aus dem Gazastreifen. Das muss man immer wissen, warum Israel auch derart aufgerüstet hat, wissend, dass der Tag kommt, wo man von allen Seiten sie bedroht. Sie wehren sich jetzt, sie schützen ihre Leute, sie schalten Terroristen aus. Da mögen manche sagen, geht aber gar nicht. Doch, das geht, dass man Terroristen ausschaltet, die über Jahrzehnte Leid und Unruhe gezielt über den Iran in den Nahen Osten getragen haben. So. Wir sind Freunde Israels. Das heißt nicht, dass man nicht politisch kritisch miteinander umgehen soll, mit der Rolle politisch von Netanyahu. Nur das, was sie gerade mit der Außenministerin sagte, sie hat ja nicht differenziert zwischen militärischer Lage und politischer Lage. Und insofern bin ich der Meinung, sie sprach von einer möglichen UN-Truppe oder wo Deutschland beteiligt ist. Ich kann Ihnen nur sagen, wenn Israel unsere Hilfe braucht, wird Israel das artikulieren. Wir brauchen uns nicht da ins Schaufenster zu stellen. Dazu ist Israel übrigens auch militärisch von dem, was sie zu bieten haben, deutlich weiter als die Bundesrepublik Deutschland. Das war eine Bemerkung von Annalena Baerbock über die Tötung des Hisbollah-Chefs. Wie weit darf Deutschland gehen in der Unterstützung Israels, Ihrer Meinung nach? Ist für uns keine Frage, dass wir Israel unterstützen müssen, wenn es angegriffen wird. Insoweit stimme ich dem zu, was Sie gesagt haben. Aber für Sie, da Sie ja eben so deutlich Freund waren, ist wieder typisch, dass Sie kein Wort zu den leidenden Palästinensern gesagt haben. Und das ist völlig unmöglich, Frau Strack-Zimmermann. Ich habe eine Frage beantwortet. Lassen Sie mich bitte mal, wenn Sie zum Israel-Konflikt etwas sagen und zu diesem Völkermord nach dem Internationalen Gerichtshof nichts sagen, dann ist das eine völlig inakzeptable Position. Wir sind verpflichtet, Israel beizustehen, wenn es angegriffen wird. Wir sind aber in keinem Fall verpflichtet zu schweigen oder sogar Waffen zu liefern, wenn Israel einen Völkermord begeht. Das ist völlig inakzeptabel. Und ich hätte erwartet, dass Sie dazu ein Wort verlieren. Lieber Herr Lafontaine, Sie müssen sich selber mal sprechen hören. Das hilft ja in der Regel. Ja. Der Auslöser war der 7. Oktober 2023. Damit fing es an. Israel wehrt sich. Wir alle, und das möchte ich an der Stelle auch deutlich sagen, wir alle, ich gehe davon aus, die hier sitzen, Journalistinnen, Publikum, alle, die uns zuhören, sind daran interessiert, dass nicht nur im Nahen Osten, sondern auch in der Ukraine Frieden einkehrt. Zu unterstellen, dass hier irgendeiner unsensibel ist, ist einfach unlauter. Die Tatsache ist, dass die Hamas dieses Massaker ausgelöst hat. Und Sie wissen ganz genau, dass die Hamas gezielt dort ihre Büros und ihre Kommandozentrale aufbauen, wo Kindergärten sind, wo Hospitale bauen, genau wissend, dass wenn die Israelis sie angreifen, was das letztlich für ein zerstörerisches Momentum ist. Ja, das ist schrecklich, aber das wird einkalkuliert. Das wird einkalkuliert. Und das ist einfach ein Albtraum. Das Argument zu Ihnen, es wird einkalkuliert. Das ist ja nicht nur eine Frage, die man beantworten muss, etwa in diesem Konflikt. Ja, aber bleiben wir doch mal bei diesem. Das wäre mir schon wichtig. Bei diesem Konflikt, lassen Sie mich doch nur den zweiten Satz sagen. Die Frage, um die es geht, ist doch, wenn sich Verbrecher irgendwo verstecken,
kann man dann mit einer Bombe eben die Verbrecher attackieren und in Kauf Sie würden nehmen, sagen? dass viele andere sterben. Darum, das ist ja die Grundfrage. Sie würden sagen? Und zu dieser Frage haben wir in vielen Konflikten der Welt Stellung genommen. Und da gilt es eben, was die UNO sagt, auf die beziehe ich mich. Man muss nach Polizeigrundsätzen vorgehen und nach Möglichkeit eben so operieren, dass man möglichst wenig Zivilisten tötet. Einfach zu sagen, in dieser Schule sind auch vielleicht Hamas-Kämpfer, aber es sind eben auch Kinder. Moment, ja. Vielleicht. Es sind Hamas-Kämpfer, aber auch Kinder da. Jetzt werfe ich Bomben drauf. Das halte ich für unmöglich. Da muss man andere Formen finden, eben die Terroristen zu bekämpfen. Ja, ganz kurz, würden Sie so weit gehen zu sagen, man muss jetzt die Waffenlieferungen von deutscher Seite an Israel stoppen? Ja, das sage ich, seitdem der Völkermord im Gange ist. Vorher hätte ich das nicht gesagt, aber seitdem der Völkermord im Gange ist, eindeutig ja, in Übereinstimmung mit der großen Mehrheit der Staaten der Weltbevölkerung. Wir müssen ja auch sehen, wie unser Ansehen als Deutschland in den letzten Jahren gelitten hat, weil wir auch in diesem Konflikt den Völkermord nach Meinung vieler Länder unterstützen. Herr Lafontaine, ich korrigiere Sie ungern. Sie wissen ja, dass ich Vorsitzender des Verteidigungsausschusses war. Und die Geschichte, die kolportiert wird, eines der vielen Narrative, die Sie hier so im Raume stehen lassen, dass Deutschland ununterbrochen Waffen an Israel liefert. Ich glaube, dass Sie nicht gesagt, dass es Waffen ja, wollen Sie das bestreiten? Jetzt hat Frau Strack-Zimmermann das Wort. Ja, lassen Sie es mich kurz einordnen. Israel, ohne Israel würden wir heute kein Sky Shield aufbauen, um Europa zu schützen. Israel liefert uns Material, was wir kaufen. Das, was wir den Israelis zukommen lassen, sind Komponenten. Glauben Sie im Ernst, dass mit unserer Ausstattung der Bundeswehr wir die Israelis wirklich unterstützen könnten? Das wäre tragisch, das kann ich Ihnen nur sagen. Wäre tragisch. Wir sind beim Thema Waffen. Das heißt, ich wollte nur klären, diese Mehr, dass wir die Israelis mit Waffen füttern, ist sachlich und fachlich falsch. So, das ist eine gute Geschichte. Sie erzählen immer gute Geschichten, weil sie ins Bild passen. Sie sagen hier die Unwahrheit. Es ist jedem bekannt, es gibt der das googeln will, dass es Waffenlieferungen Deutschlands an Israel gibt. Dass Sie das hier bestreiten, wir googeln hier nicht, Herr Lafontaine. Nein, wir googeln hier nicht. Sie dürfen hier nicht lügen, haben Fachleute. Fachleute. Lügen sind das falsche Wort. Es gibt Waffenlieferungen von deutschen Rüstungsfirmen nach Israel, die genehmigt werden müssen von der deutschen Bundesregierung. Ich glaube, das zur Klarstellung. Ja. Aber wir reden natürlich auch in einem anderen Fall über Waffen, die geliefert werden. Da würde ich Sie gerne noch auch, weil es einfach der Konflikt direkt an unserer Tür ist oder der Krieg neben unserer Haustür, das ist der in der Ukraine. Die Situation ist, gelinde gesagt, äußerst schwierig, Frau Strack-Zimmermann. Der Präsident Zelensky war letzte Woche in den Vereinigten Staaten, deshalb auch, hat seinen Friedensplan vorgestellt und er hat dabei auch Donald Trump getroffen, der vor dem Treffen hat auch durchblicken lassen, dass er nicht nur mit Zelensky reden möchte. So we have a very good relationship, and I also have a very good relationship, as you know, with President Putin. And I think if we win, I think we're going to get it resolved very quickly. I really think we're going to get it resolved. I hope we have more good relations. We're going to have. Oh, I see. Yeah, but you know, it takes two to tango. You know. Sieht das für Sie aus wie eine uneingeschränkte Unterstützung, die man von Trump gegenüber der Ukraine erwarten kann, Frau Strack-Zimmermann? Wenn er Präsident werden sollte und das könnte... Ja, das hoffen wir ja mal nicht, aber da haben wir natürlich alle keinen Einfluss drauf. Ich meine, ein Mann, der Präsident werden will und sich vergleicht mit Elvis Presley, dass der, möchte ich mal sagen, bemerkenswerte Abspielungen im Hirn hat, ist schon... Schauen Sie, die Ukraine, auch das ist ja, worüber wir diskutieren. Die Ukraine wurde vor fast 1000 Tagen angegriffen, ohne Wenn und ohne Aber. Und es stinkt mir sowas von gewaltig. Und das werden wir ja morgen auf Berlins Straßen sehen. Ich nehme an, dass Ihre Frau die Bühne schon bereitet hat. Dass Leute auf die Straße gehen und die Ukraine zum Täter stilisieren. Das ist das allerletzte. Die Ukraine wehrt sich und die Lage ist brutal schwierig. Ja, das Ganze ist die Stadt Wuhledar gefallen. Und da stimmt es. Strategisch wichtige Stadt. So, und deswegen stimmt es, da liefern wir wirklich Waffen. Und auch da müssten wir weitreichende Waffen liefern. Und zwar nicht, was Herr Lafontaine Herrn Kiesewetter unterstellt, um irgendein Ministerium anzugreifen, sondern damit die Waffendepots und die Stellungen, von denen jeden Tag Tausende Raketen
auf die Ukraine abgeschossen werden, auf russischem Grund und Boden zerstört werden. Es kann keiner im Kreml ernsthaft glauben, dass er 1000 Tage die Ukraine platt macht und das hat keine Folgen für die eigenen Munitionsdepots. Das ist Ihr Argument jetzt, Herr Lafontaine, also mit Waffen die Abschussrampen der Raketen zerstören, die Tag für Tag und Nacht für Nacht die Ukraine angreifen. Wäre das auch etwas, wofür Sie stimmen würden? Man muss immer die Folgen seines Handelns bedenken. Wenn wir die These vertreten, dass ein Land, das angegriffen wird, in diesem Fall die Ukraine, Waffen bekommen kann, mit denen es dann das gegnerische Land auch weit... Nicht das Land, ich habe deswegen präzisiert, die Abschussstellen der Raketen. Ich komme ja dazu. Ja, Entschuldigung. Langstreckenwaffen geliefert bekommen kann, um dann auch die Flughäfen und so weiter zu zerstören, dann hat das Folgen für alle in der Welt. Dann kann man immer sagen, wenn ein anderes Land, also die Vereinigten Staaten, den Libanon angreifen, kann Russland denen Raketen liefern oder Peking, mit denen sie US-Stellungen und so weiter angreifen können. Das bedenken Sie nicht bei dem, was Sie erzählen. Das ist sehr bedauerlich. Das würde die ganze Welt in Brand setzen. Ich wiederhole, also nochmal, es scheint schwer verstehen zu sein. Entschuldigung, ganz kurz, ich präzisiere es nochmal. Also dann gar nicht, dann lieber nicht die Raketenabschussstellen in Russland treffen, weil es am Ende einen Flächenbrand geben könnte. Ist das das Argument? Natürlich. Moment, es geht um einen das heißt, gravierenden Sachverhalt. Ja. Kann irgendein Land einem anderen Land Langstreckenraketen liefern, um sich zu verteidigen, ohne dass es davon Nachteile hat oder eben, weil es in dieselbe Situation kommt. Deswegen habe ich es an den USA versucht deutlich zu machen, so wie Russland, lassen Sie mich das zu Ende führen, so wie Russland jetzt die Ukraine angegriffen hat und Sie sagen, jetzt liefern wir der Ukraine Langstreckenraketen. Waren Sie in der Ukraine, Herr Lafontaine, in den letzten 1000 Tagen? Nee, ich frage Sie ja nur. Achten Sie mal die Höflichkeit. Ich bin am Argumentieren. Sowas von höflich. Sie wollen mich nicht erleben, wenn ich nicht höflich bin. Ich vergesse die Waren Frage Sie schon mal in der Ukraine? Ihre Frage nicht. Also ich bin gerade dabei zu erklären, wer fordert, dass ein angegriffenes Land Langstreckenraketen geliefert bekommt von einem dritten Staat. Der muss das überall in der Welt akzeptieren. Das würde die ganze Welt in Brand setzen. Dass Sie das nicht verstehen, verstehe ich nicht. Dann sind Sie auch, um jetzt dann auch mal persönlich zu werden, völlig fehl am Platz, wenn Sie Verteidigungspolitik oder Sicherheitspolitik machen. Stellen Sie sich vor, alle von den USA angegriffenen Staaten hätten Langstreckenraketen von Russland oder China bekommen, um US-Einrichtungen anzugreifen und in Brand zu setzen. Wo wären wir jetzt? Gleiches Recht für alle. Es ist bedauerlich, dass Sie das nicht akzeptieren wollen und nicht verstehen wollen. Schauen Sie mal, Herr Lafontaine, wir beide müssen uns ja nicht gegenseitig überzeugen. Das schaffen Sie bei mir nicht und ich bei Ihnen nicht. Eigentlich schade. Sondern aber dazu ist natürlich das Thema auch zu ernst. Russland wird versorgt von China, Nordkorea, von Teheran. Jeden Tag fliegen diese Raketen auf die Ukraine. Seit 1000 Tagen. Vielleicht haben Sie vor 3 Wochen die Bilder gesehen des Mannes, der seine Frau und seine 3 Töchter beerdigt hat. In Lviv, an der polnischen Grenze, ganz weit im Westen. Und dann sagen Sie, nö, die Raketenstellungen, wir wissen, wo die sind. Und das wissen wir. Nö, die lassen wir mal weiterschießen. Wissen Sie, ich habe einfach eine andere Sicht der Dinge. Und ich kann nur sagen, die Ukraine, wenn die Ukraine fällt, dann wird Wladimir Putin Atem holen, weiter daran arbeiten und dann wird als nächstes Moldawien, Georgien, dann werden wir noch andere Schlachtfelder haben. Und, Herr Lafontaine, es geht mir darum, als deutsche Politikerin, ob im Bundestag oder im Europaparlament, dass dieses Land, dieses Europa geschützt wird. Und Wladimir Putin kämpft gegen unsere Freiheit, unsere Werte. Und wenn ich noch einen Satz sagen darf, weil Sie wissen, dass ich mit dem Bundeskanzler, mit dem Sie ja jetzt auch nicht so eng sind, immer wieder kritisiere. Der Bundeskanzler sagt, er wolle jetzt mit Putin mal telefonieren. Da hätte ich Sie unmittelbar danach kommt eine Nachricht vom Pressesprecher Putins, es gäbe überhaupt nichts zu diskutieren. Das heißt, Russland streckt unserem Bundeskanzler mal wieder den Mittelfinger entgegen, nach dem Motto, wollen wir nicht. Das würde ich in Brüssel weiß jeder in den Sicherheitskreisen, dass Matthias Platzek, ehemaliger Brandenburger Ministerpräsident, ständig nach Russland reist, um offensichtlich da Gespräche zu führen. Der wird gar nicht ernst genommen, der Mann, weil Putin will diesen Frieden nicht. Er will die Ukraine zerstören. Und man kann doch nur, und ich glaube, da sind wir einer Meinung, Friedensgespräche führen, die Sie fordern und die wir alle wollen, wenn beide wollen. So,
Und Ihr das ist Argument. das Problem. Ja, Das ist ja ganz kurz, wenig. um das tatsächlich aufzugreifen, das haben vielleicht nicht alle mitbekommen, Olaf Scholz, das war erstmal ein Gerücht, würde gerne mit Wladimir Putin telefonieren. Es wäre das erste Telefonat seit Dezember 2022. Das ist noch gar nicht bestätigt, es kam aber schon tatsächlich aus dem Kreml, das, was Frau Strack-Zimmermann zitiert hat, es gäbe überhaupt gar keine gemeinsamen Themen. Also versteht da jemand nicht, wenn man auch sprechen will, sondern schießt einfach, bis am Ende die Ukraine aufgeben muss? Das ist ja die Also Frage. Sie behaupten jetzt wieder gegen viele Fakten, dass keine Bereitschaft in Russland bestünde, zu verhandeln und Verträge zu schließen. Ich wollte jetzt nur auf ja- Olaf nein, das ist Scholz ja- und das Gesprächsangebot, Sie wollen, das abgelehnt also Sie wollen war. auf Olaf Scholz, dann formulieren Sie doch, was Sie da genau wissen. Das wollen. habe ich jetzt genau gefragt. Also Olaf Scholz wollte... Also ich begrüße es, wenn er versucht, ins und Gespräch der zu kommen. Kreml hat er gesagt, hat ja 2 es gibt Jahre keine nicht Themen. versucht. Ja, genau. Und der Kreml hat es eigentlich heute schon postwendend abgelehnt. Das war meine Frage Ja, an Sie. das Klingt wäre dann ein klingt Fehler nach vom, das wäre dann Verhandlungsbereitschaft? ein Fehler vom Kreml. Ich kenne aber die Zusammenhänge nicht. Okay. Auf jeden Fall gibt es eine ganze Reihe von Verträgen, die auch noch ausgehandelt worden sind. Alle gebrochen worden von Russland. Alle gebrochen worden. Eine solch einseitige Sicht, wie Sie haben, Ja. führt nur dazu, dass wir Herr niemals Lafontaine, das ist Frieden die bekommen. Realität. Dass wir niemals Frieden bekommen. Sie sind für Waffenlieferungen. Das Nein, machen wir jetzt. Sie sind- und Sie das sind- machen wir Entschuldigung, jetzt. Sie sind Moment. für- Sie Bitte sind immer für- ein bisschen Fairness, Frau Maischberger. Absolut. Wir sind der Meinung, dass sie zu nichts führen. Wir haben jetzt 2,5 Jahre Waffenlieferungen. Es sterben jeden Tag Menschen. Die Ukraine wird immer mehr zerstört. Ihr Weg ist gescheitert. Nehmen Sie das doch endlich zur Kenntnis. Wissen Sie, was der Wenn man Unterschied ist ihnen zwischen folgt, uns? werden immer mehr Menschen sterben. Und die Ukraine wird immer weiter zerstört. Wollen Sie das? Herr Sie leben Lafontaine. in dem wirklich Wahn. Sie könnten eine Atommacht sich reden. besiegen. Wer glaubt, er könne eine Atommacht besiegen, deswegen machen wir jetzt gar nichts mehr. setzt die Welt in Brand, aber er tut überhaupt nichts, Ja. um zum Frieden Ich habe beizutragen. noch Herr nicht verstanden, Lafontaine. Entschuldigung, ich habe Ja. noch nicht verstanden, was Sie dann vorschlagen. Also wenn der Kanzler versucht zu reden, wenn andere es tun, wenn das nicht fruchtet, bis zum Beispiel in Amerika gewählt wird und Donald Trump dann möglicherweise einen Deal macht, der für die russische Seite besser ausfällt. Was wäre Ihr Vorschlag jetzt nochmal? Ich kann mir nicht vorstellen, dass wenn Herr Scholz ernsthaft versucht, ein Gespräch zu führen, ich habe heute Mittag mich noch informiert, das sei gar nicht angefragt worden, habe ich Meldungen gelesen. Informiert. Und dass er dann nicht die Gelegenheit hat, mit Putin zu sprechen. So dumm Also was würden Sie ist denn er auch vorschlagen wieder an nicht. dieser Situation? 1000 Tage Krieg sind bald. Was würden Sie jetzt sagen? Sofort aufhören? Was China vorschlägt, was Brasilien vorschlägt, was jetzt die Schweiz mitträgt, dass man sagt, lasst uns einen Waffenstillstand vereinbaren und dann verhandeln. Wissen Sie, wie der aussieht? Wissen Sie, wie der Ein aussieht? Waffenstillstand ist zumindest für die Menschen der Ukraine das Beste, was ihnen passieren kann. Es sterben dann nicht Menschen. Es müssen Menschen, die das gar nicht wollen, nicht ganz fremde Menschen töten. Und die Ukraine wird nicht immer weiter zerstört. Waffenstillstand jetzt ist das, was China und Also Brasilien erstmal, wenn vorschlagen und die Schweiz- Brasilien und Schweiz andere wäre Länder das. darüber diskutieren, ist ja wohl das Mindeste, dass die Ukrainer mit am Tisch sitzen. Und nicht wir oder andere Länder darüber entscheiden. Waffenstillstand unter jetziger Zeitpunkt kann nur stattfinden aus der Stärke der Ukraine heraus. Herr Lafontaine, Putin ist nicht bereit zu Gesprächen. Putin sagt immer wieder, warum soll ich jetzt sprechen? Ich will die ganze Ukraine. Das Szenario, was Sie haben, sage ich Ihnen, was das bedeutet. 20% der Ukraine sind sofort weg, so groß wie Portugal. Einfach so. Nach dem Zweiten Weltkrieg, das erste Mal, dass ein Land ein anderes wieder überfällt, um dessen Land einzunehmen. Wenn wir die Ukraine da nicht unterstützen, übrigens nicht nur mit Waffen, verkürzen Sie es nicht nur, humanitär, wirtschaftlich, damit die Wirtschaft nicht zusammenbricht. Wir sorgen dafür, dass Menschen überleben im Winter, indem wir Generatoren liefern, weil Russland zivile Ziele hat. Ja. Nicht militärische Ziele, alles platt macht. Aus der Stärke heraus hat die Ukraine eine Chance zu überleben. Aus der Schwäche wird sie in den Staub getreten und das ist nicht das Ende in Europa. Das sage ich Ihnen. Sie haben schon beide festgestellt, dass Sie sich gegenseitig nicht überzeugen werden. Trotzdem ist die Frage, wer in Deutschland zum Beispiel politische Entscheidungen trifft. Kurze letzte Frage. Das Bündnis Sarah Wagenknecht geht in Koalitionen und sagt, wir möchten gerne Einfluss nehmen auf die Friedenspolitik. Das heißt, wenn das nicht erfüllt wird, wenn da nicht eine Präambel ist, wenn die CDU nicht sagt, wir machen im Bundesrat alles, was ihr sagt, dann sind Sie nicht drin?
Alles, was ihr sagt. Ja, Entschuldigung. so kenn Die ich Sie. CDU-Minister, die Ministerpräsidenten haben alle gesagt, alle drei, Ja. wir wollen Friedensverhandlungen mit der Ukraine vor den Wahlen. Ja. Ich nehme mal an, dass sie das nach den Wahlen auch noch wollen. Moment. Zweitens, die große Mehrheit der Bevölkerung will nicht US-Raketen hier haben ohne Vorwarnzeit. Das ist die Pistole an der Schläfe. Das ist das nächste. Haben Wie Sie lange gesprochen. wollen eigentlich die Deutschen gegen die Mehrheit der Bevölkerung regieren? Frage ich Sie jetzt. Nee, das frage ich jetzt Frau. Und morgen haben wir eine große Demonstration. Sie sind herzlich eingeladen. Da wird nicht gegen die Ukraine Nein, da gehetzt. kommt Herr Da wird- Stegner, das reicht schon. Da wird, ja, seien Sie kann doch ich- nicht so verächtlich gegenüber Ihren und Kollegen. Alice Schwarzer. Also- Alice Schwarzer ist auch dabei. Sie ist nicht dabei, aber Oh, das tut Sie mir leid. wissen gar nicht Bescheid. Darf ich Es wäre die gut, wenn Sie Frage- nicht nur Waffen fordern würden, sondern endlich Herr auch mal Lafontaine. einsehen würden, wir können nicht auf Kosten Herr der Lafontaine, anderen Sie wiederholen- unsere Ideologie durchsetzen. Nee. Die Menschen, die leiden, müssen geschützt Das haben werden, Sie gerade auch vor gesagt. Leuten wie vor Ihnen. So, Frau Strack-Zimmermann, kann es sein, dass die politische Stimmung, das wäre meine Frage, in Deutschland sich am Ende Ich bin ja froh, dass er nicht gesagt hat, ich gehöre ins Gefängnis. Vielen Dank, Herr Lafontaine. in Richtung Lafontaine dreht, die Unterstützung auch der Bevölkerung, die Landesregierungen, die sich dann dafür einsetzen? Halten Sie das für völlig unmöglich? Nein, ich glaube, dass bei den Landtagswahlen, die so wie sie ausgegangen sind, das Thema Frieden eine Rolle gespielt hat. Menschen sehen sich nach Frieden, das tun wir übrigens alle. Deswegen hatte die FDP noch nicht mal 1%, auch wegen Ihnen. Ja, ich muss es mal gerade sagen. Lieber Herr Lafontaine, ich danke ist Ihnen, dass Sie eine mir so Ziel. viel zutrauen. Nicht mal. Das Ergebnis ist für die FDP wirklich schrecklich. Der große Unterschied, die FDP gibt es schon ganz lange. Das Bündnis Sarah Wagenknecht wird bald Geschichte sein. Dreht sich Aber die das Stimmung, nur am Rande. Frau Bitte. Strack-Zimmermann, dreht sich die Stimmung in dieser... Nein, Das war also, meine letzte kurze ich Frage. glaube, dass wir den Menschen einordnen müssen. Das erste Mal Länderparlamente zum Thema Frieden nichts beitragen können. Das war ja auch die Diskussion dort. Ja. Das Land ist ja für andere Themen zuständig. Trotzdem wurde das runtergebrochen. Und natürlich hat das einen Effekt auf Menschen. Menschen haben Sorge, haben auch Angst um ihr eigenes Leben. Ich habe da großes Verständnis für. Dreht sich die- Aber in der Politik muss man das auch einbetten und erklären. Das ist unsere Aufgabe. Okay. Ja, Gut, ich bin dann- sehr zuversichtlich, dass die Stimmung sich dreht. Wir schauen natürlich jetzt in die Vereinigten Staaten. Wir schauen auch auf die Rolle, was im Bundeskanzleramt passiert. Ja. Nehmen wir das alles hin? Werden wir hier Marionetten Moskaus oder sagen wir, wir wollen in Frieden und Freiheit leben, so wie wir alle seit Jahrzehnten? Und das wird uns nicht gelingen, wenn wir den Kotau von Moskau machen und zulassen, Ja. dass Menschen die Geschichte, das Narrativ umdrehen und aus der Ukraine den Täter machen und aus den Politikern, die an der Seite der Ukraine steht, gewissermaßen sie ins Gefängnis befördern wollen. So, nicht. jetzt haben Sie es wortreich ausgetauscht. Ich freue mich auf eine nächste Debatte. Herzlichen Dank, Oskar Lafontaine. Vielen Dank, Maria-Agnes Strack-Zimmermann.